nee, das ist eine Nummer zu krass. Furchtbar. Der Puls geht hoch, der Hals schnürt sich zu. Ich dachte, mir wird richtig Blut abgenommen am Arm. Oh Gott. Da war ich voll überfordert. Eklig. Du wirkst nicht so entspannt. Nee, ich bin auch nicht entspannt. Purer Ekel. Ich war dann Lady Sakrotan. 2 so Fläschchen am Tag. Am Tag? Mein Name ist Chitel Balser. Ich bin Psychologin und arbeite seit über 20 Jahren therapeutisch mit Menschen. Mein Spezialthema sind Ängste und deren Überwindung. Schloss Hohenroda in Nordhessen. Hier treffen sich 4 Menschen, die alle ein Ziel haben: raus aus der Angst, endlich ein Leben ohne Einschränkungen. Seit 4 Monaten arbeiten sie mit Hilfe der Therapeutin Chitel Balser daran, ihre Ängste zu überwinden. Jetzt wollen die 4 hier den letzten Schritt in ihr neues Leben wagen. So wie David. Der Ingolstädter leidet seit Jahren unter Arachnophobie, der legendären Spinnenangst. Oh, das ist absoluter Horror. Nee, geht gar nicht. Dieses rationale Denkvermögen, das nimmt rapide ab. Ich will eigentlich einfach nur weglaufen. Eieiei. Dunkle Keller, Ferienhäuser im Süden oder ein Zoobesuch, ein Albtraum für den lebenslustigen Controller. Ja, das reicht. In kleinen Schritten will ihn Chitel deshalb nun in ein neues Leben ohne Angst führen. In ihrem Therapieloft hat Chitel schon erste Schritte mit David unternommen. Ein Bilderbuch angeschaut und eine Minispinne präsentiert. Das ging gerade so, aber die Vogelspinnenhaut ist für David eine Nummer zu groß. Was hast du gesehen? Ja, eine Vogelspinne. Es ist eine Vogelspinne, aber es ist nur die Haut einer Vogelspinne. Ja, das reicht. Das reicht? Kommst du wieder her? Muss ich? Ja. Ich mach Ja. auf. Aber du machst ihn nur auf, du machst sonst nichts mehr damit. Ich mach ihn auf. Du Eieiei. siehst auch wirklich, sie bewegt sich nicht. Es ist ein totes Ding. Aber man sagt doch mal, man soll den Sachen, vor denen man Angst hat, einen Namen geben, dann wird es leichter. Gib du ihren Namen. Hubert. Hubert. Ja, das ist Hubert. Ich war in diesem Angstreflex. Das war einer der ersten netten Namen, die mir eingefallen sind. Das macht es komödiantisch und damit ist natürlich auch schlau, ist dann sozusagen das Bedrohungserleben etwas gemindert und in Kontrolle gebracht. Ich hole sie jetzt mal raus und setze sie mir auf die Hand, okay? Ja, okay, aber nur dir. Nur mir, ja. Man muss echt ein bisschen aufpassen, weil die sind natürlich fragil. Guck mal, so würde keine lebende Spinne sich nehmen lassen. Boah. Aber Guck mal, wenn du das jetzt nicht. machen würdest, hättest du dein Heldenbild. Ja, das brauche ich nicht. Brauchst du nicht, okay. Aber was passiert gerade in dir? Ist wieder schwieriger geworden. Ja. Wodurch? Ja, sie ist halt jetzt noch realer irgendwie, weil vorher war sie in dieser Plastikschachtel drin. Und jetzt sitzt sie halt auf deiner Hand und es sieht halt schon sehr echt aus. Ja. Es sieht echt aus, aber ist es nicht. Das heißt, dein Kopfkino macht immer eine Parallelrealität. Ja, das stimmt. Und das ist der Punkt. Das ist deine Angst. Mein ursprünglicher Plan oder die Idee war, dass ich ihm diese Haut von der Vogelspinne auf das Bein setze, sodass er Kontakt hat, aber man spürt quasi nichts, weil die ist so leicht und er hat ja eine Hose an. Und das ist wirklich ganz unbedrohlich. Aber das war heute überhaupt nicht möglich. Aber mir reicht's jetzt. Ich glaube, mehr brauche ich jetzt nicht. Ich bin erst mal bedient. Ein etwas holpriger Start in Davids 4-monatige Therapie. Auf ihn wartet noch ein langer Weg. Was wohl die anderen 3 Therapieteilnehmer bei ihrem ersten Zusammentreffen im Schloss Hohenroda zu Davids Angst sagen? Eine Angst,
die hier eigentlich alle gut kennen. Ja, David, wie war das jetzt für dich zu sehen? Du hast jetzt beim Angucken sehr viel gelacht. Ja, ich habe mir die meiste Zeit gedacht, Junge, stell dich nicht so an. Echt? Man verliert fast die Empathie mit sich selber, wie man früher reagiert hat. Es war auch echt schlimm. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Das hat mich echt total überfordert. Ja, du warst wirklich im Panikmodus. Ja. Wie war das für euch zu sehen? Lustig, traurigerweise. Also mir tut's leid, weil ich verstehe schon, wie es dir ging und wenn ich mich da so reinversetze. Aber ich fand's halt irgendwie süß, ja, wie in so einem Komödienstadel irgendwie, gell? Da nimmst die Haut, na ich kann nicht, dann nimmst die Haut. Aber ich hätte mir da, wäre ich dabei gewesen, nie ein Urteil erlaubt, weil es ja für dich wirklich schlimm war. Wenn man das jetzt so sieht, denke ich mir, mei, Burschi, gell? Burschi. So. Genau, wenn man dich so anschaut, vermutet man was ganz anderes. Und so ein gestandener Mann. So, und so ein Karl steht mit beiden Beinen auf der Erde und fängt an zu wackeln und zu hadern mit sich. Ja. Aber man hat dir wirklich deine Angst extrem angesehen. Also die Reaktion war schon krass. Aber was ich auch gut fand, ist, dass du deine Grenze eingehalten hast. Also du hast dich zu nichts zulabern lassen oder überzeugen, sondern du bist dir selber treu geblieben und hast nicht wegen dem Experiment oder der Ding, sondern du hast halt ganz klar deine natürliche Grenze auch gewahrt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig bei dem ganzen Thema. Ja. Ich war so im Panikmodus, ich habe alles um mich herum vergessen. Ich habe nur noch die Spinne gesehen, nicht mehr, warum ich da bin. Und habe geschaut, wie komme ich jetzt am besten aus der Sache raus. Das Ziel ist dann erstmal vergessen, ne? Ja. Da ist der Fluchtreflex wirklich der stärkste. Ja. Chitel muss ihre Konfrontationstherapie jetzt an David anpassen und einen Schritt zurückgehen. 4 Wochen später hat sie sich dafür mit David in Frankfurt verabredet. Statt einer echten Spinne wartet hier ein virtuelles Tier auf ihn. Nachdem die letzte Sitzung ja gleich mit der Vogelspinnenhaut aufgehört hat, musste ja heute irgendwie eine Steigerung her. Also eine echte Vogelspinne, irgendwie sowas. Guck mal, das ist der Adrian. Der führt uns hier technisch durch. Ich dachte schon, der ist der Spinnentrainer. Mein erster Gedanke, wo ich ein fremdes Gesicht gesehen habe, war ehrlich gesagt, das ist bestimmt der Spinnendompteur. Der holt jetzt gleich die echte raus. Aber dann hat Chitel schon gesagt, heute geht's in die virtuelle Welt. Dein Kopf sieht was, dein Körper reagiert und du weißt, es ist gerade überhaupt nicht real. Das passiert nicht wirklich. Also ich kriege auch keine auf die Schulter gesetzt, während ich das Nein, ich verspreche dir. Also es passiert wirklich nur das, was hier in der Virtual Reality passiert und nicht nur irgendein Trick nebenher. Das reicht auch schon. Okay. Weil das ist echt schon irgendwie abgefahren, was da im Körper und im Geist passiert. Es geht auch mir gar nicht um diesen Schockmoment, sondern nur einfach wirklich, dass er selber mehr erkennt, was ist das, wovor er so Angst hat und dass es auch oft sehr absurd ist. Und ich vermute, er macht auch viel jetzt gleich mit seinem Humor. Und wir schauen einfach, wie er jetzt die Situation nimmt. So, ich sehe da aber jetzt nicht gleich was, oder? Nein, du siehst nicht gleich was. Ihr warnt mich dann schon vor, oder? Du siehst jetzt erstmal auf Frankfurt. Du siehst irgendwie den Brunnen von der Oper. Jetzt kommt eine Riesenspinne und Moment, jetzt hörst du erstmal das Vögelzwitschern. frisst das Hochhaus. Es sah sehr realistisch aus und dachte mir dann schon, oh weh, je nachdem, was sie mir da jetzt zeigen, das könnte schon hart werden. Cool, oder? Voll. Viel Irgendwas, zu was du cool. mal sehen willst. Es gibt ganz viele Sachen, die ich jetzt nicht sehen will. Weil wie dein Kopf schon immer wieder vorspringt. Ja, bei David sieht man, dass er immer vorausdenkt. Das ist tatsächlich auch typisch. Menschen mit Ängsten, die gucken immer sofort, wo ist die potenzielle Gefahr. Und er hatte vor allem immer Angst und auch immer noch dieses Misstrauen. Irgendwann springt ihn eine Spinne an oder wir überraschen ihn. Aber ich habe mir heute Morgen schon Fotos von Vogelspinnen angeschaut. Um dich aufzuwärmen, oder Das wie? das wär vor dem Ganzen hier nicht gegangen. Wirklich? Und ja. das war nicht ein Problem? Es war anstrengend, aber ich habe es ausgehalten. Das ist schon für mich ein Riesenfortschritt. Aber ich habe trotzdem Angst, was jetzt passiert. Ja. Okay. Oh Gott. Okay, und da ist der Aufzug. Aha. Okay. Okay. Ja. Ja. Ha. Was siehst du? Das sind 2 Spinnen. Genau. Aber das hat jetzt erstmal dich jetzt noch nicht so umgehauen, ne, die beiden Spinnen? Die strengen mich jetzt nicht an. Okay, super. Warum nicht?
die sehen jetzt nicht so krass aus. Also, aber wenn ich dann davor stehe, dann ploppt irgendwas auf und dann ist es eine echte oder so? Nein, die sitzen da. Okay. Und jetzt guck mal, geh mal nah ran. Das ist echt ein komisches Gefühl gerade. Ja, ist es. Ich denke bei David, warum er sich nicht erschrocken hat oder nicht wesentlich von diesen 2 Spinnen in diesem Aufzug, in diesem virtuellen, war, dass er ihm wirklich sehr bewusst war, ich bin im virtuellen Raum. Er hatte auch angefangen mit zu spielen. Das heißt, das war ihm sehr präsent. Das geht tatsächlich mittlerweile. So, du darfst mal rausgehen. Jetzt sind wir oben. Okay, jetzt habe ich Angst. Das ist jetzt wirklich eine abgefahrene Erfahrung. Also einfach gehen. Einfach gehen. Ach du Scheiße. Du bist hier auf dem Boden, aber dein Kann Gehirn nichts denkt passieren? jetzt, du bist in der Höhe über Frankfurt. Boah, das fällt mir gerade mega schwer. Ja, es ist auch wirklich eine Überwindung, Oh aber Gott. versuch mal. Warum steht da ein Kürbis? Das macht mich schon wieder fertig. Den Kürbis, das ist das Ziel. Du nimmst den Kürbis sozusagen auf. Boah, jetzt wird's beschwindelig. So. Ja. Jetzt. Ja, richtig, ein bisschen tiefer. Uah. Was war? Ja, da kommt was. Okay, das ist jetzt zu krass. Ich will wieder runterfahren. Okay. Die kommen auch nicht rein, oder? Nein, die kommen nicht rein. Wie war das Okay. jetzt? Anstrengend. Aber bei unserer ersten Sitzung wäre ich jetzt, glaube ich, in die Tiefe gesprungen. Ja. Ich würde definitiv sagen, dass ich ein anderes Level erreicht habe. Ich bin dann auch in diesem Fahrstuhl, in diesem virtuellen stehen geblieben und habe mir dann diese großen Spinnen auch mal näher angeschaut, bin näher hingegangen, habe ihren Namen gegeben. Das hilft mir immer so ein bisschen. Hallo Erna. Warum fällt die immer runter? Das macht sie irgendwie menschlicher. Damit zähmt er sie quasi für sich. Ich bin offen für alles und ich habe jetzt auch diese Erfahrung gemacht, dass es Schritt für Schritt immer besser geworden ist mit der Angst. Und ich kann jetzt eigentlich gar nicht ausschließen, dass ich vielleicht am Ende tatsächlich eine lebende Vogelspinne mal berühre oder zumindest die Kiste, in der sie sitzt. Chitel möchte aber bei David nichts überstürzen und seine Grenzen lieber langsam austesten. Seine Ängste sitzen tief und sie möchte ihn nicht überfordern. David soll langfristig ein Leben ohne Angst führen können. Dazu lädt sie ihn 4 Wochen später nach Regensburg ein, in diese Schlossruine. Ich möchte jetzt mit David auch noch in die quasi freie Wildbahn gehen und auf Spinnensuche gehen und gucken, wie reagiert er, wenn er nicht weiß, wo ist eine Spinne und wie ist da sein Angstniveau. Guck mal hier, ich nehme dich mit um die Kurve. Ui. Ui. Ja, dieses alte Haus Ja. ist die Spinnenherberge. Gott. Das Haus, das war wirklich unheimlich. Da bin ich schon mit sehr eindeutigen Gefühlen drauf zugegangen. Das war einfach so ein richtiges Spukhaus. Das ist unser neuer Ort. Und zwar hat der Hausbesitzer gesagt, hier gibt es echt viele Spinnen. Hier muss man ein bisschen aufpassen, hier sind ein bisschen Löcher im Boden. So. Ich habe ja auch gewusst, da werde ich auf irgendwas stoßen. Aber es ist jetzt auch zu früh, um jetzt einen Rückzieher zu machen. Aha. Die heimischen Spinnen, wo ich so am meisten Angst habe, würde ich sagen, ja, das sind so eher so diese größeren, diese Winkelspinnen, glaube ich, heißen die ja auch überall im Keller in so alten Gebäuden heimisch sind. Das sind eher so die Kavenzmänner, wo ich dann Probleme habe. Dann erkunden wir jetzt hier mal, was es hier alles so gibt. Ui.
So, ich glaube, du hast den besseren Spinnen-Scan-Blick, Ja. ne? Aber Bewohner? Guck mal da in dieser Truhe. Was ist denn jetzt wieder in deinem Kopf? Du hast ja meistens Kopfkino. Ja. Keine Ahnung, ich mache das jetzt auf und dann ist da der Eimer drin mit den Vogelspinnen. Also Spinnenweben haben wir. Wie findest du sowas? Da ist eine Tote. Ach, die ist tot. Okay, dann gehen wir mal weiter. Hier gibt es ja noch ein paar Räume. Okay, Level 1 bestanden. So, wir haben hier noch ein paar Räume. Achtung. Zu meiner Hier ist es dunkel. Schauen wir mal hier. Bitte mir folgen, eng auf dem Fuß. Komm. Ich weiß ja nicht. Das war so ein richtiger Geisterjäger-Moment. Es war so eine, ich weiß nicht, was das war, vielleicht war das früher mal eine Speisekammer oder so. Das war so ein richtiger dunkler Raum. Wie groß ist denn jetzt deine Anspannung? Weil jetzt passiert gerade was bei dir, ne? Ja, die ist gerade sehr groß. Wodurch? Was passiert in dir? Naja, es ist dunkel, es ist verwinkelt und wir haben ja schon ein paar große Netze gesehen. Und ich vermute schon, dass da noch mehr auf uns lauert. Also dunkel heißt für dich Ungewissheit und dann ist dein Kopfkino sofort wieder aktiver, ne? Ja, also ich tue mich leichter, wenn ich halt irgendwie sehe, da hinten 10 Meter entfernt an der Wand hängt so ein Kavenzmann. Dann kann ich halt irgendwie Kannst es selber steuern. drauf zugehen und kann es halt steuern. Aber Ja. jetzt gerade könnte halt hier an der Wand einer hocken und schon so... So, du musst hier stehen. Guck mal, hier kannst du aufrecht ich stehe doch stehen. schon. Ich stehe Ja, doch aber hier, aufrecht. du bist unter dem... Okay. So, jetzt. Passt schon. Oh mein Gott. Okay, das sind lauter so Eier, oder? Das sind wahrscheinlich die Spinnenkokons, ne? Okay, jetzt habe ich es gesehen. Im Moment. Ja, was? Also das war schon richtig, richtig spooky, das anzugucken, weil das sieht man ja im Alltag wirklich, wirklich selten. Und da ist so eine Kugel. Guck mal, jetzt, die kannst du dir mal aus der Nähe angucken. Ja, ich sehe sie doch schon aus der Nähe. Ich kann mir ja das nicht vorstellen, dass ich mal so ein Spinnenei anfasse, weil die haben auch so, was ich so gehört habe, diese Eigenschaft, wenn man sie anfasst, dann platzen die auf und dann kommen die alle raus und das will ich nicht. Okay, so. So, Nächster Raum. nächster Raum. Ohr. Du brauchst ein neues Handy. Würdest du die auf die Hand nehmen? Nö. Da hat es sich so geschüttelt in dem Moment, weil ich mir halt dann noch zusätzlich gedacht habe, eigentlich graust es mich auch vor der Totenspinne noch mal besonders, Was wäre daran schwierig? die auf die Hand zu nehmen. Ja, das, überhaupt die da erstmal runter zu fieseln und Das würde ich machen. Die ist nicht hibbelig. Ich nehme sie erstmal nur auf die Hand. ja, aber Guck mal. nicht so Guck, nah. guck. Nein, ich sag dir erstmal nur, dass du bitte die anschaust. Ja, ich- Nicht schwarz, nicht haarig. Was passiert jetzt in dir? Ich weiß auch nicht, ich kann es gar nicht greifen. Jetzt kommt Das aber ist genau so, das wieder. Ja, jetzt kommt es wieder. Das ist einfach so ein diffuses Gefühl. Okay, ich spüre die gar nicht. Die ist so leicht, ich spüre die gar nicht. Ja. Was wäre jetzt schlimm an der Vorstellung, die anzufassen? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Mich ekelt es irgendwie gerade. Gerade ekelt es mich tatsächlich. Die kann ja nicht so Unkontrolliertes machen. Ja, ich weiß. Also ich frage, ob du einen Schritt weiterkommen möchtest. Jetzt gerade nicht. Würdest du sie auf deinen Ärmel tun? Sie zappelt. Das ist nur der Wind. Ja, ich weiß schon. Aber jetzt kommt das Hups. Jetzt ist Sie weg. fliegt. Die ist ja hauchfein. Würdest du sie auf deinen Ärmel tun? Ja, Ich mache nichts Ja. Erschreckendes. da.
Oh mein Gott. Wie fühlt sich das jetzt an? Weil du fühlst ja nicht die Spinne, aber wie ist das jetzt trotzdem für dich? Es ist sehr nah an mir dran. Dann bleib jetzt mal einen Moment hier in der Situation, weil das ist ja immer das Wichtige, ne? Dass in der Situation, wo eigentlich deine Angst gerade ausschlägt, dass du da mal drin verweilst und nicht weggehst und vermeidest, wie sonst immer in deinem Alltag. Ja. Jetzt war wieder der Schock, weil sie sich bewegt. Ja. Okay. Dann war sie hier auf meinem Ärmel und dann kam ein Luftzug und dann hat es die Spinne weggeweht. Und da hat es mich so erschrocken, weil in dem Moment habe ich gedacht, die lebt noch. Aber du hast schon gemerkt, wie es wieder ein bisschen runtergegangen ist, deine Angst, ne? Ja, definitiv. Das bitte mitnehmen, das ist wirklich das Prinzip. Vermeidung macht die Angst stärker und mal auszuhalten und zu sehen, es passiert nicht das, was du befürchtest, dann entspannst du wieder ein Stück. Sobald ich in dem Haus war, hatte ich Angst und das war ein gutes Gefühl, das einfach auszuhalten bis zum Schluss. Und ich habe auch wirklich wieder einmal gespürt, dass diese Angst immer geringer geworden ist. Okay. Sichtliche Erleichterung. Bei David habe ich von Anfang an vermutet, dass da jetzt nicht ein tiefer liegendes Thema dahinter ist, sondern es ist tatsächlich diese sehr archaische Furcht vor Spinnen als bedrohliches Objekt. Deswegen wollte ich die Verknüpfung in seinem Gehirn, die Verarbeitung von Bild und Emotionen, die wollte ich umprogrammieren. Chitel ist noch nicht zufrieden. David macht nur kleine Fortschritte und wird so nicht wirklich weiterkommen. Deshalb hat sich die Psychologin ganz in der Nähe einen besonderen Ort ausgesucht für einen neuen Therapieschritt. In Schloss Schönberg möchte sie Davids Gedanken umprogrammieren. Ich glaube schon, dass ich Fortschritte gemacht habe in der Zwischenzeit. Ich habe versucht, selbst zu üben. Habe mich viel beschäftigt mit dem Thema Spinnen an sich. Habe mir auch ein Buch gekauft über Spinnenphobien. Und achte einfach darauf, was so mit dir passiert. Gibt es Gedanken, gibt es Bilder? Was passiert mit deinem Körper? Gibt es Körperreaktionen? Weil Chitel Bilder von Spinnen nicht reichen, geht es jetzt ans Eingemachte. Denn auch nach 2 Monaten hat David immer noch keinen realen Spinnenkontakt. Seine Angst ist zu groß. Deshalb müssen Befürchtungen und Erlebnisse in Davids Gehirn neu verknüpft werden und sein Angstniveau reduziert werden. Was für eine Textur magst du gerne? Irgendein Material, was du gerne magst, was sich schön für dich anfühlt? Himbeeren. Himbeeren? Da hat sie mich ein bisschen reingelegt und dann hat sie aus der Spinne eine Himbeerspinne gemacht, die komplett mit diesen Himbeerbobbeln so rosa-rot auch überzogen war. Ja. Und jetzt stell dir vor, die spricht mit so einer Mickey-Maus-Stimme. Okay. Ja. Und sie fängt an zu winken. Ja, mit so weißen Handschuhen. Ja, jetzt wird sie freundlich. Jetzt wird sie freundlich? Okay. Das hilft mir tatsächlich, wenn ich für mich diese Angst nehme und irgendwas ganz Absurdes draus mache. Also wenn ich dann zum Beispiel mir eine große, dicke Vogelspinne vorstelle und die bekommt dann irgendwie so einen urbayerischen Namen oder irgendwas, was eigentlich überhaupt nicht passt und was das Ganze absurd macht. Wie geht's dir jetzt, wenn du an diesen Spinneneimer denkst, an den ursprünglichen? Das ist jetzt ein Eimer voll Himbeeren. Das war wirklich das erste Bild, was aufgetaucht ist? Ja, okay, super. Weil du kannst die Spinne gefährlicher und weniger gefährlich machen. Das sieht man. In deiner Vorstellung machst du sie natürlich immer gefährlicher. Durch zum Beispiel, sie ist wild, sie ist hibbelig, sie ist unberechenbar. Damit machst du sie sofort gefährlicher für dich in deinen Termen. Und du kannst sie aber auch ungefährlicher und witziger und harmloser machen. Es ist auf jeden Fall ein Ansatz, den ich weiter verfolgen werde, wenn ich wirklich mal vor einer so ganz plötzlich stehe, dass ich mir vielleicht mal überlege, oh, das ist ja vielleicht so eine Himbeerspinne oder keine Ahnung. War das der Knackpunkt? Hat Chitel Davids Gedanken damit tatsächlich schon umprogrammiert? Um herauszufinden, ob sie Davids Gedanken wirklich verändern konnte, hat sich Chitel ein paar Tage später eine Hausaufgabe für ihn ausgedacht und David eine Sprachnachricht geschickt. Hallo lieber David. So, jetzt geht es für dich wieder einen Schritt weiter.
Und zwar wartet jetzt im Zoo ein Spinnenexperte auf dich. Ich bin gespannt, was du erlebst. Bis dann, ciao. Ja, war ja klar, dass das irgendwann passiert. Ja, hilft nichts. Da muss ich jetzt durch. Ob David die Vorstellung der Himbeerspinne hier im Kleintierzoo hilft? Ich weiß auch so ein bisschen, was die da so haben. Und da wusste ich auch, die haben Vogelspinnen. Und der erste Gedanke war dann, oh Gott, das kann ja nicht sein, dass ich jetzt da heute schon eine auf die Hand nehmen musste. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Grüß dich, ich bin der Stefan. Der David. David, hallo. Herzlich willkommen bei uns im Wasserstern. Du kennst den Zoo hier in Ingolstadt, oder? Ich kenne ihn, ja. Und kannst dir auch vorstellen, was dich erwartet heute? Ja, ich weiß es schon. Wenn man mit Leuten zu tun hat, die mit diesen Tieren viel zu tun haben, denen fehlt manchmal so ein bisschen diese Sensibilität, wie es einem geht, der wirklich eine Phobie hat vor so einem Tier. Ich habe ja gehört, dass du noch nicht so ganz gut mit Spinnen kannst, aber jetzt schauen wir mal, dass wir das heute zumindest ein bisschen ändern. Und ja, ich habe gedacht, dass wir heute mal ein Terrarium einrichten für eine Spinne, dass es schön heimlich hat, also einfach ein bisschen schöner gestalten für die Spinne. Okay. Und ja, das würde ich jetzt gerne mit dir zusammen mal machen. Dann hole ich das Tier mal. Das Tier? Oder das Terrarium? Das Terrarium mit dem Tier, das Tier holen wir dann raus. Also das mache ich. Das war so der Moment, wo ich mir dachte, okay, ja, spannend. Oje, oje. So, da kommt das gute Tier. Aha. Ich drehe es mal erstmal andersrum. Ja, danke. Und da dachte ich mir schon, jetzt, das packe ich nicht. Wie heißt es denn? Oh, die hat noch gar keinen Namen, aber die hat keinen Namen. Aber das können wir ja nachher ändern. Ja, einen wissenschaftlichen Namen natürlich schon. Ja, aber die braucht einen Namen. Ich durfte ihr dann einen Namen geben. Sie heißt jetzt Erna. Schauen wir mal. Ich gehe mal noch ein paar Schritte zurück. Dann habe ich sie in diesem Kunststoffbox gesehen und dann habe ich auch noch mal gesagt zu ihm, bitte darauf achten, dass wirklich der Deckel überall drauf gedrückt ist. Ich weiß nicht, ob du mal ein bisschen näher schauen magst. Ja. Ein bisschen näher anschauen. Magst du die Erna mal begrüßen, mal in die Hand nehmen? Ja, ich mach's, aber ich will... Oder zumindest mal, oder machen wir es mal hier beim Terrarium, genau. Ich will die Ecke nehmen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Ja, schau, also sie bewegt sich noch nicht mal. Ja, die ist echt also gechillt. Irgendwie will sie dir Jetzt will ich's wieder loslassen. Will sie dir auch gar nicht Guten Morgen sagen. Es war natürlich immer noch ein komisches Gefühl. Also kann ja immer noch irgendwie sein, dass sie auf einmal Säure spuckt und sich durch den Deckel frisst oder so. Das Kopfkino, das spielt immer mit. Spinnenterrarien müssen jetzt nicht so wie, ich sag mal, ein Vogelkäfig regelmäßig gereinigt werden, weil so eine Spinne, die macht jetzt nicht so viel Dreck. Das kann man auch mit einer Pinzette mal rausholen. Aber schön sieht es jetzt nicht mehr aus. Also der Boden ist jetzt schon relativ alt. Und vor allem würde ich für die Erna heißt sie, ne, haben wir gesagt, ja. Für die Erna das alles ein bisschen schöner gestalten, dass sie ein bisschen Rückzugsräume hat, ein bisschen mehr Erde aufschütten. Warum brauche ich die Handschuhe? Genau, die Handschuhe habe ich jetzt da, weil Vogelspinnen haben sogenannte Brennhaare, sind auch teilweise in den Spinnweben drin. Ah, okay. Und man kann da allergisch drauf reagieren. Also es kann sein, dass es dann so ein bisschen brennt an der Haut. Also dann lasse ich dich jetzt mal ein bisschen arbeiten und schau dann nachher, was du so fabriziert hast. Okay. Dann bis nachher. Bis dann. David und Erna, alleine zusammen in einem Zimmer. Vor 8 Wochen wäre das noch undenkbar gewesen. Also mein erster Gedanke war, wieder mal, dieses Terrarium ist 100%ig präpariert und da ist noch eine zweite Spinne drin. Das hätte ich mir jetzt auf gar keinen Fall gedacht, dass ich mal tatsächlich für eine Spinne ihr Zuhause herrichte. Wenn die jetzt da die ganze Zeit rumrennen würde in diesem kleinen Behälter, dann wäre es was anderes. Oder wenn sie versuchen würde, sich rauszustemmen, dann hätte ich jetzt Probleme. David denkt doch einfach an die Himbeerspinne. So, du bist mit Ausräumen fertig? Dann ja, so ziemlich. Kannst mal gucken. Schauen wir mal, ob es so aussieht. Ja, das passt schon. Ja, als ich dann das Terrarium wieder einrichten durfte,
Da habe ich mir dann schon so ein bisschen Gedanken gemacht. Genau, da können wir dann wahrscheinlich gleich noch ein bisschen Erde reintun. Genau. Ja, ich denke, das wäre jetzt mal einfach deine Aufgabe, dass du vielleicht jetzt dann doch die Erna mal ein bisschen näher zu dir nimmst und zumindest auch mal ihr schon mal das neue Zuhause zeigst. Magst du einfach vielleicht mal dann die offene Kiste reinhalten und ihr so einen kleinen Schubs geben, oder den Schubs kann ich ihr auch geben, und dann schauen wir mal, ob sie dann freudestrahlend in ihr neues Zuhause reingeht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Besser handeln. Erna, mach jetzt keinen Stress. Ja, der Deckel ist ab. Genau. Und jetzt? Ja, und jetzt nimmst du einfach quasi die Box und stellst es jetzt rein. So? Ich hätte jetzt nicht die Schachtel aufmachen und reingreifen können. So weit bin ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Also von selbst wird es jetzt wahrscheinlich dann noch nicht reinlaufen, weil das ist natürlich erstmal ungewohntes Gebiet. Ja. Dass du sie quasi so rausschubst, also rauslaufen lässt. So. Jetzt fängt sie nämlich an, sich ein bisschen zu bewegen. Ja, okay, sie will jetzt so nicht. Dann müssen wir ihr einen kleinen Schubs geben. Nee, ich glaube, das machst du. Okay, oh mein Gott. Und jetzt auch nicht stressen. Wow. Jetzt geht's ja. Oh mein Gott, oh, ich bin so stolz auf mich. Und jetzt die Tür zu. Oh. Und geschafft. Wow. Und wie war's? Mega, echt, schon cool, schon coole Erfahrung. Das war jetzt echt toll. Toll, das zu erleben, irgendwie nett. Gleich irgendwie so eine Art Bindung aufgebaut zu dem Tier. Chitel wäre jetzt sicherlich sehr stolz auf David. Ich werde wahrscheinlich schon irgendwann im Laufe von dem Ganzen eine echte Spinne auch auf die Hand nehmen. Also unglaublich, dass du da hingekommen bist. Ja, das war schon krass. Also wenn ich das vergleiche mit dem ersten Video, was wir uns angeschaut haben, wo ich mit der Haut reagiert habe, ich wäre, glaube ich, einfach tot umgefallen. Ja. Das wäre gar nicht gegangen. Aber und Chitel, du bist halt der Wahnsinn, gell? Immer wieder weiter und weiter. Ich lass nicht los. Nee. Ja. Das war echt gut, muss ich auch sagen. Also, weil ich will, dass ihr Erfolge macht. Und wenn ich euch lasse in eurem ersten Fluchtreflex, ja, dann könnt ihr wieder abreisen und alles ist wie vorher. Ja, ich finde es halt so gut, weil immer noch weiter und da und hörst nicht auf, weil du hast dich schon gescheit gewehrt. Ja. Ich habe total zum Verhandeln angefangen. Ich weiß gar nicht, dass ich so gut verhandeln kann. Also aus der Komfortzone raus. Ja. Ja. Ach du, ja. Okay, gut. Dann schauen wir uns jetzt deinen letzten Teil an, dein letzter Schritt und wirklich diese große Reise, die du gemacht hast. Jawohl. David hat einen Riesenschritt gemacht, sodass sogar der Gedanke an eine Vogelspinne auf der Hand für ihn denkbar wird, ohne Fluchtgedanken. So, David, wir machen weiter. Ja. So, ich habe mal ein bisschen was mitgebracht. Okay. Fangen wir erstmal klein an, oder? Mal bitte hier hin. Was heißt ein klein Anfang? Ich brauche auch am Anfang echt eine Zeit, Mach dir keinen Stress. mich dran zu gewöhnen. Dann geht's aber. Alles gut. Das ist gut. Ich brauche Das ist einfach jetzt Zeit. eine übliche Zitterspinne von zu Hause. Die hat man meistens im Keller sitzen. Würdest du die Die nicht sind noch abnehmen? größer. Ja, Oh, guck mal, wie einfach. die zittert ja. Ja, die hat mehr Angst als du. Auf diese Zitterspinne hat er total positiv und entspannt reagiert. Er hat diese Dose auch direkt angefasst. Das wäre vorher undenkbar gewesen. Okay, was ist da jetzt drin? Hier ist schon eine Vogelspinne dann. Das ist noch ein Baby, das ist ganz klein. Die ist aber wirklich süß. Also das war wirklich noch unvorstellbar. Oh Gott. Dass du jetzt eine Spinne süß findest. Ich dachte mir, dass er nicht Angst vor dieser Babyspinne haben wird, aber dass er so reagiert und so herzvoll, das habe ich nicht erwartet. Guck mal, wie das geht. Ich bin echt verblüfft. Ich auch. Also du hast wirklich wahnsinnige Fortschritte gemacht. Voll. Aber die haut mich echt gerade aus den Latschen. Also wenn sie so bleiben würde, das... Vor allem mit offener Box, ne? Dann wird er dir die jetzt abkaufen. Willst du die mal auf die Hand nehmen? Also eher wie die Mama. Wir haben Widerhaken. Aber 8. An jedem Bein haben die 2 Krallen.
Das ist nicht so, wie die meisten denken, dass die Saugnöpfe haben und die sich damit ihr Futter ranziehen, sondern mit den Fahnenkrallen. Gehen die in das Futter rein und ziehen sich das dann ran. Das merkt man so ein bisschen, gerade bei größeren Tieren, wenn die mal rumlaufen. Bei der merkst du das noch gar nicht. Dieser Spinnenzüchter hat eine unglaublich ruhige und angenehme Art gehabt. Das heißt, es war sehr vertrauenseinflößend für David und das hat David erstmal beruhigt und auch etwas entspannt. Wie ist denn jetzt deine Anspannung? Also mein Puls geht gerade hoch. Das merke ich schon. Ja. Guck mal, setzt du dich mal hier hin? Dahin? Ja. Also da brauchst du wirklich keine Sorge haben. Die sind jetzt nicht irgendwie aggressiv oder sonst was. Und reagiert die jetzt irgendwie, wenn ich hier Schweiß, irgendwas habe? Irgendwie blöd? Ist auch nicht wie bei einer Schlange, wo man aufpassen muss, wenn du mal eine Maus in der Hand hattest oder so, dass du danach sofort die Hände waschen gehst, weil die beißen dann wirklich in die Finger rein. Oh, krass. So, die machen das nicht, nee. Okay, und ruhig atmen, Einfach nur flache Hand und ich lasse sie dann einmal kurz. Er macht alles, du musst gar nichts machen, außer deine Hand. Guck mal, wie die... Ach du Schande. Wow! Und du hast sie. Ich hab sie. Spürst du's? Nö. Du merkst auch kein Gewicht, gar nichts. Gar Du nichts. spürst gar nichts. Genau, weil die so klein Wenn ist. du jetzt Augen zu hättest, würdest du nichts merken. Nee. Oh Mann, ist das cool. Man hat bei David richtig das Erstaunen gemerkt, dass er gar nichts davon gespürt hat, dass er diese Spinne auf der Hand hat, diese Babyspinne. Dann werden wir jetzt mal noch mal eine Nummer größer. Ja. Aber dann lassen wir den Deckel erst noch drauf, okay? Die Abschlussaufgabe für David war, wie es kommen musste, eine Vogelspinne. Er hat es auch die ganze Zeit natürlich schon erwartet und geahnt, weil das ist natürlich der Topper. Okay. Also deine Faszination ist ja auch gestiegen, ne? Ja. Das heißt auch so dieses, du willst dich ja herausfordern. Das merkt man ja schon mehr. Am Anfang war immer nur der Fluchtreflex. Ja. Da hat man gesehen, er war wieder erstmal etwas versteift. Diese typische Bremshaltung hat er eingenommen, war aber auch neugierig. Er wollte sie sehen. Vielleicht, also ich weiß noch nicht, ob ich sie auf die Hand nehmen kann. Oh mein Gott. Okay, gut, dann nimmst du es nochmal auf die Hand. Also es wirkt immer so, dass sie sich so kurz erschreckt auch. Ja, jetzt hast du schon gezuckt, ne? Ja, vorsichtig ist man immer. Respekt sollte man immer vor so Tieren haben. Okay. Hallo. Oh. Sie winkt. Ja. Siehst du, jetzt wird schon der Leitfaden. Aha. Siehst du das? Okay. Was würde sie jetzt damit machen? Leitfaden ist im Endeffekt, damit sie sich den Weg merken kann. Oh, wie bei Hänsel und Gretel. Genau, jetzt siehst du es auch schön. Okay, das ist ja krass. Den Weg merkt. Ich glaube, mir reicht's jetzt schon. Ich glaube, ich bräuchte Aber noch mal. David, du wirst wirklich enttäuscht sein, weil das ist jetzt eine Möglichkeit, die hast du nicht wieder. Weil dieses wirklich, er kennt sich so gut mit ihr aus, er kennt die schon ganz lange und guck mal, was er alles mit ihr macht. Gerade hast du noch gesagt, es würde dir nicht reichen mit dem Baby. Aber ich weiß, in einer Stunde sagst du auch Mensch. Ich gebe dir Brief und Siegel, du bist heute Abend zu Hause und ärgerst dich. Ich Wirklich? weiß von mir selber. Mir war klar, er wird es bereuen und er ist eigentlich wirklich an der Schwelle, es zu machen. Deswegen haben wir beide, der Spinnenzüchter und ich, wirklich ihn ermuntert, jetzt hast du die Chance und du wirst es wirklich bereuen und du bist jetzt soweit. Jetzt kommt sie wieder. Alles gut. Du brauchst keine Angst haben. Genau. Das war mir jetzt ein bisschen zu Damit schnell. man es einmal richtig erklären kann. Was? Aber was machst du? Hoppala. So. Alles gut. Achtung, nicht mit deinen Füßen. Ja, ich will es ja nicht. Die ist noch einfacher jetzt für mich. Guck mal wieder, die easy einfach. Ja, die kann schon schnell sein. Und das Tolle ist, dass er erlebt hat, es ist das Schlimmste passiert, was er sich immer vorstellt, aber es ist nichts passiert. Ihm ist nichts passiert, er hat super reagiert, er war völlig unter Kontrolle und hat auch gesehen, wie der Spinnenzüchter diese Situation gelöst hat. Na gut, soll ich die Hand oder die? Ist sie mehr rechts oder links? Wie du willst. Okay, ha. Alles gut. Ja, nimm dir noch einen Moment Zeit, atme. Leg du erstmal deine Hand hier ruhig hin. Okay. Du musst wirklich keine Angst haben.
Ich glaube, ich bin soweit. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich gehe Du extra ein weißt, du bisschen darfst höher. jetzt nur nicht wegziehen, aber So. guck mal, jetzt weißt du schon, wie es sich anfühlt. Jetzt merkst du auch die Krallen, die ich dir gesagt habe. Die Krallen. Merkst du, ne? Die Krallen. Sie läuft auch ganz entspannt. Oh, das ist echt. Das war jetzt echt cool. Willst du noch mal? Nö. Bock zu laufen. Jetzt durch? Jetzt bin ich durch. Wie hat sich angefühlt? Gut. War nicht schlimm, ne? Wie gut. Nee, war nicht schlimm. Hat sich gut angefühlt. Sie hat die ganze Zeit immer noch diese Befürchtung gehabt, was ist, wenn sie jetzt losrennt oder springt. Das hat man ihm angemerkt. Er war nicht entspannt, aber es war für ihn ein unheimlich faszinierender Moment. Also ich würde sagen, kannst du auf jeden Fall stolz auf dich sein. Jetzt hast du es voll. gemacht. Das war schon echt cool. So ein paar Mal. Danke Freut fürs mich, dass du jetzt das Überreden. Erlebnis hattest. Ja, Und es war wirklich nicht so schlimm, wie du dachtest. nein. David hat jetzt tatsächlich seine Angst vor Spinnen überwunden. Er hat selber gesagt, er kann jetzt die Spinne im Schlafzimmer selber raustun und er möchte auch selber noch mal wirklich Kontakt mit Vogelspinnen haben. Ich kann mir sogar vorstellen, er wird sich eine zulegen. Davids größter Wunsch ist eine Fernreise in ein exotisches Land. Das war bisher unmöglich aus Angst vor den unheimlichen Spinnen. Jetzt kann er ernsthaft darüber nachdenken. Ja, David, also auch hier wieder unglaublich. Und was ich das Beeindruckende finde, es ist quasi Worst Case passiert. Die Spinne, es war zwar eine unglaublich liebe Spinne, eine brave, die sehr ruhig ist, aber auf einmal ist sie den Tisch runtergesprungen und ist gerannt auf dich zu. Und du bist cool geblieben. Und du hast trotzdem sie dann noch auf die Hand genommen. Du wolltest ja auch jetzt bei dieser letzten Challenge mit der Vogelspinne, du wolltest ja erst nicht, ne? Ich wollte es eigentlich, aber mein innerer Reflex war ein No-Go. Du warst ambivalent. Ja. Und David, was würdest du denn jetzt sagen? Was war jetzt für dich so wirklich der Durchbruch und was ist jetzt so, was nimmst du mit? Das hat sich bei mir irgendwie fast komplett gelöst. Also so ein bisschen ist es immer noch da, so der erste Impuls so. Aber es ist 500.000 Mal besser als zuvor. Und ich glaube, ich habe da jetzt auch nicht mehr so Berührungsängste im buchstäblichen Sinne. Also fantastisch. Du hast ja einen Applaus verdient. Das ist echt ein Riesenfortschritt. Dankeschön. 4 schwere Monate liegen jetzt hinter David, aber es hat sich gelohnt. Never gonna cast my anchor out of my free live on and dream on. Nach Anne ist nun auch David auf einem guten Weg in eine angstfreie Zukunft. Ob das auch Alex und Lucy gelingt? Lucy, als ich dich kennengelernt habe am Anfang, da hattest du ja unglaublich große Angst vor Spritzen, vor Nadeln. Also zum Beispiel einfach eine normale Blutabnahme beim Arzt war für dich unvorstellbar. Und hattest du auch wirklich noch nie vorher gemacht, ne? Wie war deine Angst? Das ist ein ganz beklemmendes Gefühl. Du willst in dieser Situation gar nicht sein. Du willst so schnell wie möglich wieder raus, weil manchmal gibt es ja auch kein Zurück mehr. Und es ist einfach nur überwinden. Aber dann habe ich halt immer geweint und kam überhaupt nicht mit diesem ganzen Druck zurecht. Es geht jetzt darum, dass du Schritt für Schritt mit deiner Angst konfrontiert wirst. Hast du es gespürt? Das ist nichts Schönes. Das zwickt ein klein bisschen. Sind Sie soweit?